Moin! Heute geht es um die Andrückvorrichtung für die Tischfräse, zum einen von JESM, der Clearcut Stock Guide, sowie von HW, der Kompass RG2. Beginnen wir mit den Andrückhilfen von JESM. Diese hier sind speziell für die Verwendung an einer Tischfräse mit Fräsanschlag konzipiert. Es gibt auch noch ein Set speziell für die Tischkreissäge. Das schauen wir uns in einem anderen Video aber gerne nochmal an. Diese Clearcut Stock Guides kommen in einem Set der sogenannten Infeed- und Outfeed-Version. Die sind komplett massiv gefertigt und werden an einem Fräsanschlag in einer 1/4 Zoll Nut geführt. Es gibt als optionales Zubehör von JESM auch ein Montageset für Fräsanschläge ohne T-Nut. An meinem Fräsanschlag von HW ist diese T-Nut im 1/4 Zoll Format vorhanden. Das Video dazu verlinke ich gerne nochmal. Die Andrückhilfen lassen sich hier mit den entsprechenden Nutsteinen bequem in die Nuten einführen und dort entsprechend dann auch in der Position fixieren, wo ich sie benötige. Wichtig bei der Montage ist, dass ihr darauf achtet, die rechte und linke Seite entsprechend so zu montieren, dass die Rollen jeweils nächstmöglich zum Fräser zeigen. Für die Praxis bedeutet das nun Folgendes. Ich habe hier mein Werkstück, welches ich gerne fräsen möchte, führe das an meinem Fräsanschlag vorbei, nutze meine Andrückhilfe auf der rechten Seite und fixiere die Höhe nun so, dass ich hier entsprechend leichten Druck ausübe, das Ganze nun festklemme und auf der linken Seite genau das gleiche tue, indem ich hier meine Andrückhilfe verwende, leichten Druck ausübe und das Ganze hier fixiere. Haben wir auch schon zwei Vorteile. Zum einen wird Druck von oben auf das Werkstück ausgeübt, zum anderen sind die Rollen so konzipiert, dass sie nur in Vorschubrichtung arbeiten. Wenn ich jetzt also das Werkstück mit beiden Rollen fasse, ist es mir nur noch schwer möglich, dass das Werkstück nach hinten arbeiten kann. Und damit habe ich eine effektive Verhinderung, dass mein Werkstück nach hinten schlagen kann, das sogenannte Kickback. Ein weiterer wesentlicher Vorteil von diesen beiden Helfern ist die Tatsache, dass meine beiden Rollen hier in einem 5-Grad-Winkel zum Fräsanschlag montiert sind. Und das wiederum führt dazu, dass mein Werkstück immer direkt am Fräsanschlag geführt wird. Ihr könnt das hier ganz schön sehen. Mein Werkstück hat nun einen leichten Abstand. Ich führe das Ganze jetzt nur von hinten und durch die Rollen wird automatisch das Werkstück an den Fräsanschlag gezogen. Für Werkstücke mit einer Höhe bis zu 6 cm ist diese Andrückhilfe von JESM mein absoluter Favorit. Sie sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern führt auch durch die 5-Grad-Stellung der Rollen dazu, dass mein Werkstück immer präzise direkt am Anschlag geführt wird. Ein bisschen ähnlich, aber doch auch unterschiedlich ist die Andrückvorrichtung von HW, der sogenannte Kompass RG Roller Guide. Den gibt es in zwei Versionen, RG1 und RG2. RG1 ist ein bisschen flacher und wird empfohlen für Werkstücke von 2 bis, ich glaube, 50 mm. Und der RG2 ist durch die doppelte Aufbauhöhe geeignet für Werkstücke von 2 bis ungefähr 100 mm. Der Grundkörper von beiden Versionen ist aus Aluminium und dieser RG2 hat ein Gewicht von 2,5 Kilogramm. Diese Andrückhilfe wird verwendet mit einem Nutstein im 3/4 Zoll Maß. Diese ist häufig vorzufinden in Tischfräsplatten, in Tischkreissägen oder in Bandsägetischen. Damit ist diese Andrückvorrichtung schon mal universeller einzusetzen als die von JESM, die wir uns gerade speziell für den Fräsanschlag angesehen haben. Den Roller Guide kann ich in der Tiefe entsprechend variieren, wie ich das für mein Werkstück benötige und das Ganze dann fixieren. Die beiden Rollen, die das Werkstück dann gleich hier führen, sind einzeln gefedert. Das, was wir jetzt hier noch sehen können, ist das Drehrad, mit dem ich individuell noch Druck auf mein Werkstück ausüben kann. Ihr könnt das hoffentlich sehen, dass die Rollen bei Betätigung in die Maximalstellung ungefähr ein Spiel haben noch von einem halben Zentimeter. Diese Andrückhilfe findet bei mir gerne Verwendung, wenn ich Werkstücke im Hochkantformat fräsen möchte.
Das wäre jetzt in dem Fall hier mal möglich. Möchte ich vielleicht auf der Unterseite eine Nut einfräsen. Da hilft mir die Andrückvorrichtung von JASM, die wir uns gerade angesehen haben, nicht weiter. Ich habe also hier mein Werkstück, was ich an den Anschlag führe, und meine Andrückhilfe führe ich jetzt entsprechend an das Werkstück, fixiere dieses und habe dann die Möglichkeit, meinen zusätzlichen Druck über das Drehrad hier zu regulieren. Auch da möchte ich entsprechend, dass die Rollen das Werkstück hier fixieren. Ich habe also jetzt die Möglichkeit, mein Werkstück in eine Richtung zu führen, aber auch hier lassen die Rollen das nicht zu, dass ich die Bewegung rückwärts machen kann und auch hier ein Kickback-Schutz gewährleistet ist. Hier habe ich jetzt direkt an meiner Bandsäge die Andrückhilfe montiert. Auch hier besteht eine 3/4 Nut, in der ich das Ganze dann eingeführt habe. Ich habe hier mein Werkstück, welches ich jetzt an dem Anschlag anführe, und meine Andrückhilfe auch hier dann entsprechend so fixiere, dass ich noch die Möglichkeit habe, weiteren Druck über das Stellrad auszuüben. Und auch hier habe ich jetzt nun die Möglichkeit, mein Werkstück immer parallel am Anschlag zu führen und meinen Schnitt entsprechend hier zu setzen. Vermutlich kennen viele von euch diese Andrückhilfen, die sogenannten Featherboards. Und nach vielen Jahren Arbeiten mit dieser, nennen wir es mal, einfachen Variante, habe ich mich schlussendlich dazu entschieden, auf diese Luxusvariante zu schwenken. Aber reden wir gar nicht lange um den heißen Brei herum. Wir haben nicht nur qualitativ eine ganz andere Liga, sondern auch preislich. Aufgrund der Einstellmöglichkeiten, des Komforts, der flexiblen Einsatzmöglichkeiten und der Sicherheitsaspekte ist es mir die Anschaffung auf jeden Fall wert gewesen. Neben diesen beiden Andrückhilfen gibt es sicherlich noch andere Hersteller, die euch ebenso dabei helfen, Werkstücke sicherer beim Fräsen zu führen. Ich habe mich jetzt nach langer Recherche für diese beiden Systeme entschieden und kann euch diese wärmstens ans Herz legen. Damit haben wir nun unseren Abschluss rund um den Frästisch. Die weiteren Teile rund um den Fräslift und den Fräsmotor sowie die Frästischplatte und den Fräsanschlag verlinke ich gerne nochmal. Weiter geht's dann in den nächsten Teilen rund um die Tischkreissäge sowie die Absauganlage von HW. Bis bald, ciao!